Warum können wir uns eigentlich alle immer schlechter konzentrieren und warum ist unsere Work-Life-Balance gesellschaftlich so kaputt? Hi, ich bin Josef, freiberuflicher Drehbuchautor und Regisseur. Und ich wollte wissen, ob 8 Stunden Arbeit pro Woche wirklich ausreichen können. Fürs Wohlbefinden und finanziell. Eine Studie der Cambridge University weist darauf hin, dass bereits 8 Stunden bezahlte Arbeit pro Woche ausreichen, um uns insgesamt zu glücklicheren Menschen zu machen und das Risiko von psychischen Erkrankungen signifikant zu senken. Auf der anderen Seite steigert eine 50-Stunden-Woche die Gefahr von schwerwiegenden Herzerkrankungen um 40%. Leider können sich viele Menschen nicht aussuchen, wie viel oder wenig sie arbeiten wollen. Laut Statistischen Bundesamt ist jede 5. Person im Niedriglohnsektor tätig und kann sich über Work-Life-Balance oder weniger Arbeit keine Gedanken machen. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, das inzwischen in vielen anderen Ländern in Europa langsam angegangen wird. Wir hinken da noch ein bisschen hinterher. Ich möchte diese Woche mein Privileg als selbstständiger Künstler nutzen und die radikale Reduzierung meiner Arbeitszeit testen und meine Freizeit gut einsetzen, denn laut Wissenschaft ist für Denkarbeit vor allem die Zeit abseits aktiver Arbeit wichtig. Dann, wenn man das Gehirn ungestört seine Arbeit machen lässt. Beim Joggen, Spazieren, Aufräumen oder nichts tun. Vor kurzem habe ich 2 Experimente zum Thema Arbeitszeit gemacht. Ich bin von meiner üblichen 50-Stunden-Woche auf 100 Stunden gestiegen und anschließend auf 25 Stunden gesunken. Jeweils für einen ganzen Monat. Und jetzt nur noch 8 Stunden in der Woche, also 32 Stunden im Monat. Wie soll das funktionieren? 8 Stunden ist für jemanden, der ursprünglich 50 Stunden gebraucht hat, um seine Arbeit zu erledigen, schwer vorstellbar. In meinem 25-Stunden-Experiment konnte ich mein Arbeitspensum der 50-Stunden-Woche bis auf wenige Ausnahmen halten. Kann ich mich noch stärker konzentrieren und organisieren, sodass ich alles in nur 8 Stunden schaffe? Und wie verteile ich die am besten? Auf einen Tag und dann 4 Tage frei oder über die ganze Woche verteilt. Eine Studie weist darauf hin, dass unser Gehirn pro Tag ca. 4 Stunden lang konzentriert arbeiten kann. Und je höher die Konzentrationsarbeit, desto länger die Ruhezeit. Mit einer bestimmten Konzentrationstechnik, die ich jetzt seit einigen Jahren lerne, kann ich mich 90 Minuten am Stück sehr gut konzentrieren. Das wäre dann wohl das Effektivste. Also kein 8-Stunden-Tag und 4 Stunden frei, sondern ich teile die Stunden auf. 4 mal 1,5 Stunden und einmal 2 Stunden für alles, was liegen geblieben ist, Ende der Woche. Es ist 6:26 Uhr, um 6:30 Uhr fange ich mit der Arbeit an und um 8 Uhr habe ich Feierabend. Ich bin nicht fertig geworden und muss jetzt leider die Arbeit mittendrin liegen lassen, so mitten im Satz. Ein komisches Gefühl und ja, mache ich normalerweise auch nicht so gerne, weil dann trägt man das den ganzen Tag weiter mit sich rum. Wie soll ich in 90 Minuten auch nur ansatzweise meine Tagesarbeit erledigen? Dafür sind 2 Fähigkeiten essentiell wichtig und um das zu lernen, habe ich einige Jahre gebraucht. Und zwar erstens Deep Work. Die Fähigkeit, sich so sehr zu konzentrieren, dass die eigenen Gedanken und Ideen einen Tiefgang erreichen, den die meisten von uns ohne Training vermutlich noch nie erreicht haben. Es ist die bewusste Fokussierung unserer Aufmerksamkeit auf eine einzige Sache. Ein Problem, eine Tätigkeit, ein geplanter Sturz in den Zustand des Flow. Ein Zustand völliger Vertiefung in eine Tätigkeit, die dazu führt, dass unser Zeitgefühl verschwindet und wir die Welt um uns herum komplett vergessen. Wir vergessen dann auch zu essen oder dass wir müde sind. Wir verschmelzen komplett mit der Tätigkeit, die wir ausführen und erleben diesen Zustand als euphorisch und glücklich. In Kombination kann man so in sehr wenig Zeit äußerst intensiv arbeiten. Und man darf nicht gestört werden. Man braucht also ablenkungsfreie Räume und eine Menge Training. Im normalen Alltag ist Deep Work also unmöglich und mehr als 90 Minuten am Tag eigentlich nur für Menschen zu schaffen, die diese schwierige Konzentrationstechnik jahrelang täglich ausführen. Da gibt es Menschen, die schaffen das bis zu 4 Stunden. Ich weiß nicht wie. Ich schaffe inzwischen sehr oft meine 90 Minuten, manchmal aber auch nur 1 Stunde oder 45 Minuten. Denn mein Leben ist wie das von vielen von euch voller Ablenkungen. Und das oft auch schon um 6:30 Uhr im Morgen. Gestern ist einiges liegen geblieben, also... Okay, gut, dass ich neues Canceling-Kopfhörer habe. Ablenkungen haben einen schlechten Ruf, weil sie unsere Aufmerksamkeit umlenken. Dabei sind Ablenkungen überlebenswichtig. Wenn wir uns komplett auf das Lesen eines Buches konzentrieren würden, mitten auf der Straße, und einen ankommenden Bus, der auf uns zufährt, nicht wahrnehmen, wäre es vorbei. Ablenkung ist also wichtig, um uns zu schützen. Aber nicht jede Ablenkung schützt uns. Eine schadet mir zum Beispiel bei häufiger Nutzung wesentlich mehr, als sie mir nützt. Social Media.
gehört zum Alltag und ist so nützlich wie problematisch für mich. Ich schaue aufs Handy, mein Dopaminspiegel steigt, ich bin glücklich. Mein Dopaminspiegel sinkt wieder, ich schaue aufs Handy, mein Dopaminspiegel steigt und es dauert gar nicht lange und mein Gehirn hat eine Sucht entwickelt. Manchmal reicht es schon, wenn das Smartphone nur im Augenwinkel zu sehen ist, um unsere Aufmerksamkeit zu stören. Könnte es vielleicht was Dringendes, Neues oder Spannendes geben? Wenn das Gerät in Greifweite ist, fällt es mir manchmal besonders schwer, mich zu konzentrieren. Da hilft auch kein Flugmodus. Das Gerät muss ausgeschaltet und außerhalb des Raumes sein. Fokussierte Aufmerksamkeit und Konzentration leiden unter unserer Nutzung von Social Media weitaus stärker, als uns vielleicht bewusst ist. Wer sich über lange Zeit immer wieder diesen Ablenkungen hingibt, verliert auf Dauer die Fähigkeit, sich einer Sache fokussiert zu widmen und sich wirklich zu konzentrieren. Immer mehr Menschen finden es zum Beispiel schwierig, Bücher zu lesen. Die Zahl der bücherlesenden Menschen ist so niedrig wie noch nie in den letzten 10 Jahren. Der Verlust der Fähigkeit, sich zu fokussieren, hat negative Auswirkungen auf unsere Konzentration, Motivation, etwas zu tun und unser allgemeines Wohlbefinden. Okay, das war ein richtiger Tauchgang. Ich war richtig im Flow. Ich mag es total, wenn man es schafft, in diesen Tunnel zu kommen. Ich habe auch am zweiten Tag nicht alles geschafft, aber ich bin sehr viel schneller in die Tiefe gestiegen und vor allem inhaltlich war es wirklich gut. Ich habe Ideen gehabt, von denen ich nicht weiß, wo sie hergekommen sind. Ich denke, es hat auch geholfen, dass ich am ersten Tag mittendrin abbrechen musste. Dadurch hat mein Unterbewusstsein über den Tag und die Nacht weitergearbeitet und Probleme gelöst. Schlaf erstmal drüber ist ohnehin ein Leitspruch, den ich sehr empfehlen kann. Man denkt nicht mehr bewusst über ein Problem oder eine Entscheidung nach und lässt das Gehirn im Hintergrund die Arbeit machen. Morgens wacht man dann auf und hat die Entscheidung oder auch neue Lösungsansätze ohne Kopfschmerzen. Obwohl Kopfschmerzen auch Teil dieses Experiments waren, aber dazu kommen wir später. Neben meinen 90 Minuten Deep Work, in denen ich meine bezahlte Arbeit mache, beschäftige ich mich in dieser Woche vor allem mit Shallow Work. Dinge, die man nebenbei machen kann und die keine besondere Aufmerksamkeit erfordern. Und am 4. Tag ist meine Wochenarbeit so gut wie geschafft. Völlig absurd, aber auch absolut realitätsfern für die allermeisten Berufe und Arbeitsfelder. Nochmal kurz zum Verständnis. Ich arbeite in dieser Woche als Drehbuchautor. Als Regisseur am Set oder in irgendeinem handwerklichen Beruf beispielsweise wäre dieses Experiment überhaupt nicht möglich. Als Drehbuchautor muss ich mir gute Geschichten ausdenken und aufschreiben. Dafür gibt es verschiedene Prozesse. Durch die Deep Work Sessions kann ich Teile dieser Prozesse auslassen, weil ich so tief drin bin, dass ich bestimmte handwerkliche Hilfsmittel einfach nicht mehr brauche. Ich weiß einfach, was zu tun ist. Und das ist für meine Arbeit als Autor ein wichtiger Schlüssel. Denn natürlich kann man nicht viele Jobs durch Deep Work so stark verändern wie meinen. Am letzten Tag der Woche arbeite ich 2 Stunden, mein längster Arbeitstag. Und als ich dann ins Wochenende starten will, kommt ein ganz seltsames Gefühl von Wertlosigkeit hoch. Ich habe eine Ahnung, wo das herkommt, aber keine sichere Grundlage. Aber da die Qualität von Arbeit von vielen Menschen immer noch an der Zeit festgemacht wird, die man dafür aufbringt, könnte das einer der Gründe sein, warum ich mich so schlecht fühle. Ich habe mir für die erste Woche dieses Experiments ein bisschen weniger vorgenommen. Ja, es fehlen mir ungefähr 40% von meinen Einnahmen und das heißt, ich könnte davon jetzt nicht mehr leben. Also ich müsste auf jeden Fall parallel noch was machen. Hätte mich aber auch gewundert, wenn 8 Stunden pro Woche reichen würden, um davon leben zu können. Aber wie wäre es, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche lang ein Video produziere? Dafür brauche ich normalerweise 50 Stunden. Dieses Mal habe ich 8 Stunden und liefere mir sofort selbst den Beweis, dass Deep Work und Flow in allen Bereichen gleich umgesetzt werden können. Dass Deep Work und Flow nicht in allen Bereichen gleich umgesetzt werden können. Beim Skriptschreiben geht es noch ganz gut. Ich recherchiere einen Tag lang, nutze viele Infos aus vielen Büchern, die ich privat gelesen habe und schreibe am 2. Tag mein Skript. Beim Dreh der Schnittbilder wird es schon ganz schön knapp, aber ich komme gut durch und werde den Rest mit Archivbildern füllen. Aber beim Schnitt verrutscht dann spätestens alles. Also Videoschnitt ist in einer solchen Deep Work Woche nicht machbar in 90 Minuten am Tag. Ich habe jetzt in den 90 Minuten gerade mal das Material sortiert und konnte ein bisschen anfangen, aber ich weiß ja auch, wie lange ich für ein Video brauche und diese 50 Stunden, ich kann vielleicht runterkommen auf 35, wenn ich viele Effekte und Spielereien weglasse, aber eigentlich ist es ja das, was mir viel Spaß macht und wahrscheinlich auch euch. Deswegen wäre es da wahrscheinlich die schlechteste Stelle, um zu sparen. Konzentration ist eine begrenzte Ressource. Und daher ist die geplante Deep Work-Zeit ein gutes Training und bester Einsatz, da begrenzt auf ein kleines Zeitfenster. Man kann als Deep Work-Session auch jeden Morgen eine Stunde konzentriert ein schwieriges Buch lesen. Es geht vor allem darum, das Gehirn daran zu gewöhnen, sich regelmäßig ablenkungsfrei auf etwas Kompliziertes zu konzentrieren. Wenn ihr die Chance habt, in eurem ablenkungsgeplagten Leben kleine Räume für Konzentration und Flow zu finden, ist das großartig. Ich wünsche euch das sehr. Mir ist aber auch klar, wie schwierig das ist. Vor allem für Menschen im Schichtbetrieb oder auch Eltern. Arbeitszeitentechnisch muss sich dringend gesellschaftlich und politisch einiges ändern. Wir brauchen weniger Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Nicht nur wegen der steigenden Preise, auch darüber hinaus.
Es macht keinen Sinn, dass Menschen sich in einem der reichsten Länder der Welt so verbrennen müssen, nur um über die Runden zu kommen. Ich freue mich über eure Gedanken zu diesem sehr extremen Versuch, Arbeitszeit auf ein absolutes Minimum zu verkürzen. Hat's geklappt? Weiß ich nicht, ich habe das Video gesehen. Bis bald.